Hey Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und zum Start einer neuen Videoreihe hier auf meinem Kanal. Ihr wisst ja schon, wir fliegen heute nach Taiwan, nach Taipei. Das ist der Andreas, den kennt ihr ja schon, vielleicht sind wir schon jung. Das ist der Joshua, der macht auf der Reise den Kameramann. Ja, was machen wir in Taipei oder in Taiwan? Taiwan, ja. Als erstes morgen eine Garnelenfarm besuchen. Gelandet wird um 8 Uhr. Ne, um 6 Uhr. 6 Uhr, ja, genau. Und ja. Erstmal herzlichen Empfang und dann... Genau. Ich würde sagen, alles Weitere seht ihr dann im Laufe des Videos. Dann sehen wir uns in Taiwan wieder. Bis dann. Ganz wichtig, es wird eine längere Videoreihe, deswegen unbedingt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, dass ihr kein Video davon verpasst und lasst mal ein paar Kommentare dort. Bis dann. So, also wir sind jetzt gelandet, das ist morgens, wie viel Uhr jetzt hier? Ich glaube 7 oder sowas, gell? 7 Uhr? Deutschland ist 1 Uhr. Ja, Deutschland 1 Uhr. Ziemlich neblig draußen und wie gesagt, wir werden jetzt gerade zum Highspeed-Train gefahren und fahren dann von dort aus weiter zu, ich glaube zur CWA, ne? Also wir gehen jetzt zum Highspeed-Train und fahren in den Süden von Taiwan jetzt erstmal. Ja, das machen wir jetzt. So, ey Leute, es wird Zeit für eine kleine Werbung, aber die ist wirklich aus Eigeninteresse. Halt mal bitte kurz die Kamera und Film mal. Ihr wisst ja, ich habe, wenn ihr es mitbekommen habt, auf dem Flug nicht wirklich viel geschlafen. Auf dem Zweitkanal ist das Behind the Scenes online. Ich habe mir ein bisschen Wasser aus dem Flugzeug mitgenommen, weil ich nicht weiß, ob man hier Leitungswasser trinken kann. Aber jetzt die Nacht durchgemacht und brauche ganz dringend Koffein. Weil wir haben jetzt nämlich gleich noch den ersten Dreh. Da wir uns ja Holy Energy mitgenommen haben. Energy Drink ohne Taurin, ohne Zucker und ohne sonstigen Quatsch. Knallen wir uns jetzt erstmal so ein Ding doppelt am besten, oder? Willst du auch einen? Willst du Wie viel Holy willst du? Ja. Ja. Was ist denn dein Lieblingsgeschmack? Ich habe ja gestern schon meinen Lieblingsgeschmack verraten. Der Strawberry Shark ist mein Lieblingsgeschmack. Oder eigentlich der Piranha, aber den gibt es nicht mehr, den gibt es erst wieder im Frühjahr. Oh. Deswegen knallen wir uns jetzt erstmal 2 Citrus Cobra. Mit dem Rabattcode HEUER5 bekommt ihr natürlich 5 € Rabatt auf eure erste Bestellung. Und wenn ihr schon mal bestellt habt mit dem Rabattcode HEUER ist es, glaube ich, bekommt ihr nochmal 10%. Glaube ich. Ja, keine Ahnung, das steht hier unten eingeblendet. Wie gesagt, ich habe nicht geschlafen, Alter. Professionelle Produktplatzierung, glaube ich. Ja. Dass wir jetzt hier gleich verhaftet werden, ne? So, also wie gesagt, das ist jetzt hier... Ich habe jetzt einen doppelten davon reingeschmissen mit nur der Hälfte vom Wasser. Nur eigentlich davon dafür benötigt. Boah. Guck mal. Sehr stark. Ja, hier gibt's keine Mülleimer, gell? Boah. Hier gibt's keine Mülleimer, oder? Perfekt, 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 perfekt. So, Herr Heuer. Perfekt. Machen wir uns auf den Weg. Holy Heuer. Okay. So, jetzt mal mit dem Highspeed-Train.
Okay, die Überforderung geht weiter. Wir fahren jetzt erstmal zu CWA und ja. So Freunde, Flug haben wir jetzt hinter uns gebracht. Ihr habt es ja schon im Vorspann kurz gesehen. Ganz wichtig, auf dem Zweitkanal kommt noch ein komplettes Behind the Scenes, hier komplett aus Taiwan, was wir so alles neben der Aquaristik noch so machen. Deswegen unbedingt mal beim Zweitkanal vorbeischauen. Da kommen, glaube ich, ab nächster Woche dann die ersten Videos. Damit es natürlich auch nicht gespoilert wird für die Hauptvideos. Ja, wir sind jetzt bei der Firma CWA hier in Taiwan. Die Firma CWA ist ein Exporteur hier aus Taiwan, die alles rund um Zierfische, Garnelen, Amphibien, Reptilien und so weiter und so fort machen. Und die haben uns hier ein paar Kontakte vermittelt, die wir besuchen können. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank an die Firma CWA. Was hier drin abgeht, das erfahrt ihr in einem anderen Video noch, weil das ist hier so der Firmensitz von CWA. Was wir aber heute machen am ersten Tag, ist, wir besuchen eine Shrimp Farm und gucken uns an, wie die Garnelen hier gezüchtet werden in Taiwan. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz kurz rein. Ich esse mal kurz was, komme mal ein bisschen klar. Ich hatte nämlich kaum geschlafen auf dem Flug und ja, dann fahren wir los und schauen uns mal die Shrimp Farm an. Ganz wichtig, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, kein Video verpassen, weil es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich wünsche euch viel Spaß bei der Videoreihe. So, also wir fahren jetzt zur Shrimp Farm mit Jimmy. Ja. Und Henk ist hinten, unser Dolmetscher. Und ich bin der Bruno und ich bin auch dabei. So, dann würde ich sagen, geht's mal los jetzt. So Freunde, wir sind jetzt bei unserem ersten Stop angekommen, in einer riesengroßen Indoor-Outdoor-Shrimp-Farm. Ey, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gesehen, also das ist richtig geisteskrank, was hier abgeht. Wo sind wir denn hier genau oder was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Also ich bin komplett überfordert irgendwie. Ja, der Mr. Chang, der hat sich hier Zeit genommen, um uns seine Fisch- und Garnelen-Farm zu zeigen. Und damit ihr wisst ungefähr, wo wir sind in Yanpu, in der Nähe von Pingtu, beziehungsweise im Pingtu Country. Und ja, ich würde sagen, wir gehen mal rein und schauen uns das mal an. Das ist echt riesig. Genau, ihr seht es jetzt hier gerade in Drohnenaufnahmen mal. Also, wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. So Freunde, also, ihr wisst ja, wir sind in Taiwan und hier wird Taiwanesisch und Chinesisch gesprochen und sehr, sehr wenig Englisch. Und wir haben zwar einen Dolmetscher dabei, aber wir werden das Ganze so machen, dass der Andreas jetzt mit dem Besitzer hinten sitzt und sich komplett die ganzen Fragen, die wir in dem Video beantwortet haben wollen, aufschreibt, dem Besitzer die Fragen stellt und ich dann mit dem Andreas und dem Dolmetscher nochmal zusammen hier durch die Farm durchgehe und wir euch auf Deutsch alle Fragen, die wir wissen wollen und alle Infos, die wir euch geben wollen, euch auf Deutsch hier mitteilen werden. Deswegen, ich denke mal, das wird die beste Art und Weise sein, wie wir hier in Taiwan filmen und ich hoffe, es gefällt euch. So Freunde, dann würde ich sagen, gehen wir mal los und besichtigen mal die Farm und gucken uns mal an, wie das Ganze hier abläuft, wie die hier gezüchtet werden, wie die verpackt werden und wie die dann zum Kunden geschafft werden. Los geht's! Okay, wir gehen jetzt einmal hier rein und zeigen euch mal, was da unten drunter so los ist. So, ich hoffe, dass ich jetzt hier nicht reinfliege. Hallo? Na, nicht fallen. Okay. Also hier ist was? Also ganz kurz, ihr könnt es jetzt schlecht sehen, aber wir zeigen das dann gleich nochmal. In dem Teich drinne sind so Netzgebilde, in denen sich die Garnelen festsetzen, anhaften. Also kennt man ja von zu Hause auch an Pflanzen festsetzen. Und die holt der Herr Chang raus, hält das Netz darunter. Und in dem Moment, wo er das Netz drunter hält, fallen die Garnelen in das Netz rein. Und er kann sie dann zum Sortieren in so eine Vorlage überführen. Das zeigen wir euch auch gleich mal. Und dann werden die dann nochmal drinnen, zeigen wir euch später, nach Größe und Farbe sortiert. Also die Dinger hier draußen sind sozusagen die Zuchtbecken? Ja, genau. Das sind Zuchtteiche. Da ist einmal ein schwarzes, wie nennt man es? So Netz, genau. Und dann haben wir noch mal ein weißes Netz oben drüber.
Und das weiße Netz ist gegen Insektenfraß, damit also keine Insekten reinkommen. Und das schwarze Netz ist gegen die Hitze, dass also die Teiche nicht überhitzen, dass sie so ungefähr eine Temperatur von 26 Grad halten. Okay, 26 Grad. Und wie sind die Wasserwerte hier? Weißt du das auch? Also der pH-Wert liegt um die 7 und der Leitwert liegt bei um die 200. So genau kann man das natürlich auch nicht sagen. Es sind Naturteiche und dann arbeiten wir hier auch wieder mit Brunnenwasser bzw. mit tiefem Wasser, was halt auch immer jahreszeitliche und natürliche Schwankungen halt hat. Okay, die Temperatur ist bei 26 Grad. Also ich habe jetzt auch mal die Hand reingehalten, das könnte ungefähr hinkommen. Also ist wie eine gerade noch warme angenehme Badewanne. Dusche. Ja, Ja. also wir haben hier auch so Gummistiefel an. Also ich friere hier auch nicht. Es ist, ja. Joshua ist auch da. Aber Joshua, ich habe keine Gummistiefel. ich gebe dir am besten mal die Kamera. Lass Ja. ihn bitte nicht ins Wasser fallen. Ich passe auf, versprechen tue ich nichts. So, warte mal. Also ich Moment. mach das mit der Ja. unter Wasser. Da müsstest du halt genau da mal... Stopp. Das sind dann die, Genau, die das- werden dann überführt in das andere Becken. oder Genau, wie? da sind praktisch ist ein Edelstahlgitter, was so angelegt ist, dass die Abstände alle gleich sind. Und dann hat er sich Größen draufgeschrieben, wo zum Beispiel in dem Fall 1,1 würde ich sagen. Dann sind alle Tiere, die drin bleiben, größer als die Größensortierung. Alle Tiere, die unten drunter durchfallen, sind kleiner als die Größensortierung. Hier ist sozusagen ein Sieb, ja? Ein Sieb, genau. Sozusagen durchgesiebt. Automatische Sortierung oder halbautomatische Sortierung. Also ich habe jetzt mal 50 von diesen Netzen gezählt, wo 50 Netze ungefähr. Ja, wo er Wie hier viel hat. Liter hat das hier ungefähr? 26.000 Liter. 26.000 Liter. Und da hat er 50 Mal diese also diese Möglichkeit, oder ungefähr 50 Mal diese Netze drin. Okay, die werden dann ausgesiebt und die kleinen fallen dann wieder unten durch. Und die großen, die in der Verkaufsgröße sind, die bleiben dann da drin. Genau. Kann er schätzen, wie viele das sind? 差不多我估計下你大概啊。 Also das sind ja allein jetzt schon 1000 Tiere circa, verkaufsfertige Größe. 1000 Tiere, okay. Ja. Und die kommen dann von hier aus dann darüber und Genau. werden dann da noch weiter gehältert oder zwischengelagert? Zwischengehältert und sortiert nochmal. Also da sieht man ja, da ist nochmal eine Orangene dabei oder unterschiedliche Grüntöne. Und die sortieren sie dann wahrscheinlich nochmal nach verschiedenen Selektionen aus. Okay. Ja, also ihr habt erstmal gesehen, wie die Tiere hier ja, aus dem großen Becken gefangen werden und sagen wir mal vorselektiert werden. Und jetzt zeigen wir euch, ja, wo die danach hinkommen und was dann weiter mit denen passiert. Ja, was macht er denn jetzt? Jetzt guckt werden die erst mal. umgefüllt. Ah, genau. Okay, jetzt kommen die hier rein. Alle im Netz. Gut, und dann kommen die von da drüben. Haben wir die jetzt schon einmal hier rüber buxiert? Genau, das ist praktisch dieses Styroporring, den man vorhin gesehen hat. Und da sind jetzt dann praktisch die vorsortierten Tiere drin, die alle nach Größe schon sortiert sind. Das heißt, die sind jetzt alle in der Größe, ich hatte vorhin aus Versehen 1,1 cm gesagt, aber wir sind 1,7 cm circa. Also im Handel Medium bis Large. Von Okay, und dann der ist das Größe jetzt her. also im Prinzip das komplette Teil hier ist sozusagen das Vorlager, bevor die dann sortiert Genau. werden oder was? Also nach Hier Größen? werden die sortiert nach Größe, Farbe, Qualität und werden dann im Endeffekt vorkommissioniert und dann nochmal an der Stelle, wo wir euch später zeigen, verpackt. Ja, und wie lange bleiben die dann, also wenn die jetzt von da drüben hier rübergebracht werden, wie lange bleiben die dann hier drinnen zum Ausnüchtern oder überhaupt zum Lagern? Circa 1 bis 2 Wochen, dann sind die Tiere sortiert, ausgenüchtert, je nachdem. Also sie werden dann zwischendurch schon nochmal gefüttert am Anfang, dann werden sie nochmal ausgenüchtert ein paar Tage und dann geht es rüber in die Verpackung, wo wir jetzt gleich dann nochmal hingehen. Und hier werden die aber auch sortiert nach A-Grad, B-Grad Genau, oder wie? jetzt könnte uns das der Herr Cheng vielleicht nochmal zeigen, wie das funktioniert genau. Mit der Sortierung, ja. Wie gesagt, wir müssen das alles hier so ein bisschen improvisieren, weil wir es halt mit Dolmetscher und Andreas machen müssen, nur dass ihr Bescheid wisst, dass ihr euch nicht wundert. Okay, wir kriegen jetzt gezeigt, wie die Tiere, die jetzt hier in der Zwischenhälterung sind, bevor sie in den Verkauf gehen, ja, sortiert werden nach Standards, also nach, wie nennt man das, Andreas? Ja, nach Standards, oder? Ja, Nach Qualitätsstandards, genau. Qualitätsstandards. A-Grad, B-Grad, dann gibt es Bloody Mary, Sakura Rot und so weiter und so fort. Die werden halt dann auch sortiert, beziehungsweise nochmal bei den Yellowfire gibt es Golden Line am Rücken und so weiter. Also wird verschiedene Qualitätsstufen aussortiert. Die Ancestros 144, ja. Hier sind noch Ancestors drin. Ja. For breeding, oder? The next stuff, ja. Das Also sind sind die auch Zuchttiere. gezüchtet? Genau, das sind Zuchttiere. Okay, das ist mit Unterwasserkamera ein bisschen schwierig zu filmen. Ich glaube, da sieht man jetzt hier mehr.
Longfin. Longfin. Longfin, Die Longfin, L144 Longfin, ja. Okay, die haben ja auch genug Algen zum Fressen. Ja. Da? Genau, da unten sind sie auch nochmal. Es ist ziemlich schwierig zu sehen. Ich kann mal gucken, ob ich das nochmal mit der Unterwasserkamera ein bisschen besser hinkriege. Also schreibt mir an der Stelle mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Also ich finde es ultra krank, wie das hier gemacht wird. Also ich bin echt komplett sprachlos, begeistert. Also und hier wird das dann per Hand alles selektiert. Also wir haben jetzt vorne aus den Becken haben wir, ja ich nehme es mal an, dass es Blue Velvet sind. Also Blue Velvet komplett blaue gemischt. Da sind Blue Dream dabei, da sind Blue Really dabei, alles mögliche. Und das wird hier alles von Hand von der Dame selektiert nach Farbe und nach Größe, glaube ich sogar auch. Also wirklich alles mit Handarbeit und viel Liebe, wie ihr hier seht. Wie viele Stunden am Tag sortieren die hier ungefähr? Muss man auf jeden Fall auch ein gutes Auge dafür haben. 9 bis 10 Stunden jeden Tag. Also so lange wie es hell ist praktisch. Was wie gesagt auch noch wichtig ist, ist, dass die blauen Tiere, die jetzt in den Teichen drin sind, die sind gemischt. Und aus den Blue Velvet, nenne ich sie jetzt einfach mal, ich denke mal, dass es Blue Velvet sind, werden dann halt rausselektiert die Blue Dream, Blue Really, also nach Farben und auch nach Kundenwunsch. Also die Kunden von hier können auch sagen, was sie für Tiere haben wollen, in was für einer Farbstärke und was für einer Farbintensität und was für einer Größe. Und dann werden die hier von den Damen selektiert. Also das ist schon echt ein guter Service, würde ich sagen, oder? Gut, von hier aus kommen dann die vorsortierten Garnelen hier rein. Werden hier nochmal zwischengehältert, wahrscheinlich für 1 bis 2 Tage, schätze ich mal, oder vielleicht sogar am selben Tag. Das sind jetzt die vorsortierten Garnelen, die, wie gesagt, vorsortiert wurden nach verschiedenen Farbschlägen und Größen und ja, Farblinien. Und von da aus gehen die dann weiter in die Verpackung. Jeder Netz ist ein Kunde. Ach, jeder Netz ist ein Kunde. Das ist okay, ja. Also sind die schon nach Farbe sortiert, klar für jeden Kunden. Und dann kommen die hier rein. Okay. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wenn nicht, schreibt in die Kommentare, dann beantworte ich die Fragen nochmal. So, und von hier aus, das ist jetzt ein Kunde, werden die Tiere dann verpackt. Beziehungsweise erstmal gezählt wahrscheinlich, ne? Okay, Also die Tiere werden jetzt gezählt und verpackt, oder wie? genau, ja. Okay. Die werden wirklich einzeln hier gezählt. Und wie viele Tiere packen die in einen Beutel? Kannst du das mal fragen? Je nach Bedarf vom Kunden. Ich gebe die Jungs einfach Budget baut voll Hunger. Wo一点有从那个50只开始，50只以上的都有，50只以下也有，一包500只的也有。 Okay, es ist unterschiedlich. Manchmal von 50 pro Beutel bis Okay. 500 auch. 50 bis 500 pro Beutel. Das kommt immer auf die Größe vom Beutel wahrscheinlich dann drauf an, ne? Ja, genau. Und auch Bedarf vom Kunden. Und auch Bedarf vom Kunden, okay. Okay, und von da aus geht es dann weiter. 这个是小包装的，100只一袋的。这500只的， Hier kommen sie dann in den Beutel rein. das ist 100只一袋。 Beutel für 100 Stücke. Für 100 Stück, okay. Da kommt auch noch Festhaltematerial rein. Das kennt ihr ja schon von eurem Zuchtfachhändler wahrscheinlich. Und hier wird einfach, ist es Leitungswasser oder ist das Wasser hier aus dem Brunnen? 这个是地下水还是自来水？那个欧水，地下水，然后有过滤。 Okay, gefilterte Grundwasser. Gefiltertes Grundwasser. Okay, also im Prinzip dasselbe, was auch in der Anlage drin ist. Muss ja sein, ja. Ja. 它这个跟外面的那个养鱼的它水是一样的。多了一道那个过滤。这边又多了要过滤。hier wird noch zusätzlich gefiltert. Ah, hier wird nochmal gefiltert. Ja, stimmt, weil es da drüben ziemlich trüb ist, wegen den ganzen Schwebstoffen, wegen den ganzen Algen, wird es hier nochmal gefiltert, aber das ist dasselbe Wasser, nur halt nochmal sauber gemacht. Dann kommt Sauerstoff mit rein. 人可以喝的水。 So, das ist可以喝的，das ist sogar trinkbar. Sogar trinkbar. 但要先煮啊，要先煮。 Also sehr gute Wasserqualität. Das Leitungswasser hier kann man nicht trinken, glaube ich, gell? Gekocht kann man das trinken. Nachgekochten, okay. Okay, und dann ist es fertig und dann geht es zum Kunden. Ja. Ja, krass. Coole Sache. 交给客户。 Ja, dann habt ihr jetzt einmal einen kompletten Ablaufplan gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
So, hier habe ich dann gerade gesehen, sind auch noch Fische drin neben den ganzen Garnelen. Was sind das für welche? Genau, also insgesamt werden ca. 4 Sorten Fische hier gezüchtet. Was wir schon gesehen haben, sind die Puntius conchonius, das sind die Prachtbarben, die haben wir hier drin. Das sind die hier, ja? Das sind die kleinen hier, genau. Und dann haben wir gesehen L144, das war einmal die Normalform und einmal die Longfin-Form. Die sind hier neben drin, ja? Die waren hier drin. Und dann werden noch gezüchtet die Dermogenes pusillus silva. Die schwimmen noch in mehreren Becken, rum, ja. Genau. Da sind sie. Die werden hier auch gezüchtet. Kann man hier noch mal ein bisschen ranholen, die Schleier, die sieht man ja nicht so häufig. Ja, da kommen wir leider nicht mit der Unterwasserkamera rein, weil es ziemlich trüb ist, das Wasser. Aber ihr seht es wahrscheinlich jetzt hier auf der Kamera ganz gut. Die haben aber gar keine Höhlen drin, wo sie ablaichen, gell? Ich weiß auch gar nicht, ob die in den Behältern gezüchtet werden oder ob die da jetzt nur zwischengehältert werden zum Sortieren. Ich vermute, das sind sitzen, genau, ja, die sitzen, sitzen da unten. Das sind nur vorsortierte Zuchttiere, ja. Fürs nächste Becken, gehe ich mal von aus. Ja, dann haben wir ein paar Fragen gestellt und die würde ich euch jetzt gerne beantworten. Die hast du dir aufgeschrieben? Genau, also einmal die Anzahl der Becken. Diese Betonbecken, in denen die Tiere vorgestreckt werden, also sprich aufgezogen werden bei den Fischen oder die Garnelen zwischengehalten werden, da haben wir ca. 100. Und bei den Lehmbecken, wo wir draußen gesehen haben, wo also die Tiere gezüchtet werden, die Garnelen zumindest, da haben wir von den 6000 ca. 8 Teiche und dann haben wir nochmal 6.000, 18.000 Liter Teiche. Also variiert die Größe so wahrscheinlich nach den Arten, die halt gut laufen. Ich sage jetzt mal rote werden wahrscheinlich mehr laufen wie grüne und da wird er wahrscheinlich da dann größere Teiche nehmen. So, dann haben wir noch gefragt, also an Arten haben wir ca. 12 Sorten Garnelen, von denen wir dann noch mal mindestens 3 bis 4 Farbformen jeweils rechnen müssen, wie wir gerade eben gesehen haben, wie die sortiert werden. Also kann man das, sagen wir mal 3 nehmen, sondern bei 36 verschiedenen Garnelen Farbschlägen. Dann haben wir 4 verschiedene Fischarten, die hier gezüchtet werden, die wir euch ja gerade eben schon vorgestellt haben. Dann das Ganze wird von sage und schreibe nur 3 Mitarbeitern betreut. Also stellt euch das mal vor. Ja. Stellt euch mal die Menge an Becken vor, was die hier jeden Tag leisten müssen. Also die arbeiten hier jeden Tag so lange, wie es hell ist. Also mindestens 9 Stunden jeden Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang wird hier geschafft. 7 Tage die Woche. Familienbetrieb im wahrsten Sinn des Wortes. Gefüttert wird 2-mal die Woche und zwar wird einmal mit einer Frucht gefüttert, die keiner von uns vorher kannte. Das ist die Cupcake oder Eierfrucht wird die genannt. Ich kannte die vorher auch nicht, also auch keiner der Übersetzer, der uns hier unterstützt heute, kannte die auch nicht. Also wahrscheinlich eine eher seltene Frucht, was den menschlichen Verzehr angeht, aber bei den Garnelen scheint die gut anzukommen. Ich guck mal, wenn ich das irgendwo im Internet finde, blende ich euch jetzt hier mal ein. Genau, guck mal, ja, also ich kannte die auch vorher nicht. Die hatte so ein bisschen den Geruch von ja, im Endeffekt von Kürbis, also so gelbes Fleisch und das hat ein bisschen nach Kürbis gerochen. Also da kann man es vielleicht am ehesten mit vergleichen. Okay. Zumindest wenn es mal ein paar Tage im Wasser gelegen Andreas, hat. tu mir mal einen Gefallen, stell dich mal bitte ein bisschen weiter darüber, weil der Vorhang, der irritiert hier den Fokus total. Ja. So, jetzt ist besser. Okay, dann wird gefüttert ein Aufzuchtfutter, ein Staubfutter, was normal für die Aalaufzucht auch gebraucht wird. Die Aalaufzucht? Ja, genau, ist also ein ganz feines grünes Granulat, das können wir euch ja vielleicht gleich mal zeigen. Und dann nochmal ein ganz normales Aufzuchtgranulat aus der Teichwirtschaft. Aber wie gesagt, wird eh nur 2-mal die Woche gefüttert. Das ist jetzt kein ideales Futter für die Tiere. Das ist euch ja eh klar, dass so Powerfutter nicht unbedingt das Wahre ist. Aber sie füttern das auch nur 2-mal die Woche. Ich denke, da ist dann auch wieder das Ganze im Verhältnis auch wieder okay. Ja, was ich gut finde, auf jeden Fall, dass es hauptsächlich Naturfutter zu fressen gibt, also sprich die Früchte und das habe ich jetzt vergessen zu sagen. Es gibt noch hart gekochtes Eigelb für die Tiere. Das ist natürlich A, sehr gesund und B, ist das ein hochwertiges Futter für die Fische oder auch für die Garnelen natürlich. Und es ist halt im Endeffekt Naturfutter, was es hier auch gibt. Das heißt, es muss nicht irgendwo, wer weiß wo, hergestellt werden, hertransportiert werden, sondern das ist hier regional wahrscheinlich produziert und verfüttert. Das ist also schon mal, finde ich, ein großer Vorteil. Dann haben wir mal gefragt, was so an Garnelen verkauft wird im Monat.
Also hier werden im Monat ca. 500.000 Tiere produziert. Also eine halbe hauptsächlich Million. Garnelen, ja, eine Wahnsinnsanzahl. Die müssen alle in den Zuchtteichen aufgefangen werden, umgesetzt werden, sortiert werden, abgepackt werden, ausgeliefert werden. Es waren alles 3 Leute. Wahnsinn. Also wie gesagt, die haben sich hier wirklich den Titel krank, ja. Held der Arbeit verdient. Ja. Ja, dann haben wir noch gefragt, wie ist der Leitwert? Der ist so circa bei 200, wenn das Wasser aus der Erde kommt. Also auch hier wird mit einem Brunnen gearbeitet und das Wasser ist natürlich dadurch immer ein bisschen schwankend von der Qualität her. Ein pH-Wert von ungefähr 7 und eine Temperatur von 26 Grad. Dann haben wir eigentlich die Fragen, die ich mir aufgeschrieben hatte, durch. Ja. Ja, und das Brunnenwasser haben wir eben schon gesehen, wird dann nochmal gefiltert und wird dann auch zum Verpacken benutzt. Das heißt, das Wasser, seht ihr hier, ist relativ trüb, ist aber auch so gewollt, weil da halt auch Algen drin sein müssen, gerade auch für die Fischaufzucht und für die Garnelenaufzucht, dass es so ein bisschen Biologie drin hat. Ja. Genau. Deswegen kann man das Wasser natürlich nicht zum Verpacken nehmen, sondern muss halt klares Wasser nehmen. Deswegen wird das Wasser, was hier eigentlich verwendet wird, aus der Erde gepumpt und wird nochmal gefiltert und wird halt zum Verpacken benutzt. Gut. So, kurz zur Entschuldigung für mich, das Pumpen vom Fokus hängt hier mit dem Lichteinfall zusammen. Deswegen wundert euch nicht, dass es hier ab und zu mal kurz scharf und unscharf wird. Wir können leider nicht anders filmen hier. Und jetzt seid ihr dran. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ja, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Wir werden versuchen, euch die zu beantworten, auch mit Hilfe nochmal über Feedback hier von der Farm. Und jetzt gibt es noch ein paar Bilder für euch. So Freunde, wir sind jetzt nochmal an die anderen Teiche, die der Züchter oder der Züchter angemietet hat, gefahren. Das sind nochmal die 3- oder 4-fache Menge von dem, wo wir eben gerade schon gesehen haben. Also das ist geisteskrank, was hier an Garnelen rumschwimmt, an Massen, an Mengen. Das ist, also ich habe sowas noch nie gesehen. Ich zeige schon ein paar Luftaufnahmen davon. Das gehört alles ihm. Und ja, das ist also dasselbe nochmal wie die Garnelen, wo wir gerade drin waren mit den Gummistiefeln und wo die Garnelen vorselektiert werden. Aber schaut euch mal diese Ausmaße an, was für Massen hier an Garnelen gezüchtet werden. Also das ist schon echt, also ich habe sowas echt noch nie gesehen. Heftig, einfach nur heftig. So Freunde, wenn euch jetzt das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ja, schaut die anderen Videos an, die jetzt nach und nach kommen hier aus Taiwan. Es kommen noch ein paar richtig krasse Sachen. Das war heute der erste Tag, wo wir hier waren. Sorry, dass ich ein bisschen durch bin jetzt noch vom Flug und sowas. Wir sind 13 Stunden geflogen und ich habe nicht geschlafen.
Und ja, der Jetlag, der hängt mir auch noch ein bisschen nach, aber ich denke mal, morgen ist das Ganze wieder ein bisschen anders. Morgen haben wir 4 Drehtermine, also morgen wird es richtig krass. Ja. Da besuchen wir eine Reptilienfarm, eine Schildkrötenfarm, eine Fischfarm, noch eine Shrimpfarm, also es wird richtig, richtig krass. Deswegen unbedingt Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, die Videos nicht verpassen und haut mal die Kommentare voll. Teilt das Video gerne überall und ja, ich hoffe es gefällt euch.